45 Tage Nasen-OP, jeden Tag dokumentiert. So sah ich direkt nach der OP aus. Und so 6 Wochen später. Ich habe meine komplette Nasen-OP dokumentiert. Jeden einzelnen Tag. Bevor wir starten, das hier ist keine Werbung, keine Schönfärberei. Einfach meine echte Reise. Ich brauchte diese OP seit Jahren. Und als der Tag endlich kam, habe ich entschieden, ich dokumentiere alles. Die Wahrheit? Es war genauso schlimm, wie ich es erwartet hatte. Lass uns starten. Hi, dies ist ein Vorher-Nachher-Video meiner Nase. Vor ca. einem Jahr hat meine Tochter mir beim Spiel mit ihrem Hinterkopf aus Versehen die Nase gebrochen. Der Klassiker. Man sieht, seitdem ist hier so eine richtig schöne Ecke in der Nase. Hier kann ich den Knorpel frei bewegen, zum Glück schmerzlos. Ich bekomme relativ schlecht Luft durch das rechte Nasenloch, aber generell auch schlecht Luft durch die ganze Nase. Ich habe jetzt morgen ein Vorgespräch dazu. Da entscheidet sich dann, ob es eine offene oder eine geschlossene Rhinoplastik ist. Bei einer offenen Rhinoplastik wird hier ein Schnitt zwischen den Nasenlöchern gemacht. Dann kann man die ganze Haut hochheben und dann ist der Knorpel frei zum Modellieren. Bei der geschlossenen läuft das eben entsprechend anders. Dieses Video soll den täglichen Fortschritt dokumentieren. Das heißt, ich werde jetzt hier jeden Tag ein Video aufnehmen. Mal sehen, wie schlimm ich dann aussehe. Bestimmt ganz doll geschwollenes Gesicht, blaue Augen. Wir werden sehen, wie die Symptome sind. Hoffentlich sieht es danach einfach nur besser aus und nicht noch schlimmer. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Also, bis demnächst. Hui, ich bin zurück von meiner heutigen Krankenhaus-Odyssee, 2 Tage vor der OP. Heute war der Aufnahmetag mit diversen Routineuntersuchungen. Das Ganze hat 6 Stunden gedauert. Ging los mit Blutdruckmessen, Fiebermessen, Pulsmessen, Abstriche nehmen, Blut abnehmen, dann Gespräch mit dem Stationsarzt, mit dem Oberarzt, mit dem Chefarzt, mit dem Anästhesisten und dem Riechtest. Kann sein, dass noch ein bisschen was dabei war, weiteres dabei war. Das Ganze war gut organisiert, hat aber eben 6 Stunden gedauert, konnte die Zeit aber dennoch ganz gut rumbringen, weil ich einerseits halt ständig im Krankenhaus hin und her rennen musste von Station zu Station, aber auch, weil man eben heutzutage ein Handy hat und damit ein bisschen rumspielen kann und sich die Zeit vertreiben kann. Ohne wäre es definitiv ein Albtraum gewesen. Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer, wie die OP stattfinden wird. Sie wird 2 Stunden dauern. In Vollnarkose. Es wird eine offene Rhinoplastik durchgeführt, also wie schon gesagt, hier der Schnitt, dann wird es hochgeklappt und dann können die Ärzte sich das angucken. Die Nase wird gebrochen, wird gerade gerückt und dann wird geschaut, ob das reicht. Wahrscheinlich aber nicht, weil festgestellt wurde, dass hier mehr Knochen ist als hier. Deshalb wird wahrscheinlich dann noch hier abgeschliffen. Hier wiederum fehlt dann Knorpel, der aus dem Ohr entnommen werden muss. Also alles nicht so einfach, alles nicht so schön. Hoffentlich kriegen sie es ganz gut hin. Ich kriege danach wieder Luft. Vielleicht sieht es auch ein bisschen besser aus. Wir werden sehen. Wann ich dran bin, übermorgen erfahre ich erst morgen ab 17 Uhr. Da muss ich auf Station anrufen, kriege meinen OP-Termin und dann geht's los. Schauen wir mal. Morgen um 6:30 Uhr muss ich im Krankenhaus sein. Dann geht die OP wahrscheinlich ziemlich zeitnah los. Um 5 klingelt also der Wecker. Und ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich unruhig. Ich hoffe, dass ich irgendwie gut schlafen kann und einfach nicht dran denke. Und drücke mir dann die Daumen. Wird schon. Bis morgen. Nach der OP. Gut sehe ich aus. Ja, OP ist überstanden. Ich fühle mich schon wieder relativ gut. Um 7:30 Uhr ging die OP los. Ja, um 11:30 bin ich ungefähr aufgewacht. Jetzt ist es fast 1:45 und ich hänge am Tropf. Das ist dafür da, damit die Benebelung von der Betäubung rausgeht oder von der Narkose rausgeht. Schmerzen habe ich gar nicht so doll. Es brennt ein bisschen am Schnitt zwischen den Nasenlöchern. Ist aber alles komplett aushaltbar. Bekomme auch relativ gut Luft durch die Nase, muss ich sagen. Ja, die Maske ist für die Kühlung da, damit es nicht alles blau wird im Gesicht. Im Nacken habe ich auch noch so ein Ding. Und jetzt heißt es erstmal auskurieren, ne? Bis später. So,
Der Arzt war da und wie sich herausgestellt hat, musste der Knochen nicht gebrochen werden. Sehr gut. Die Nase war anscheinend, ich sag mal, gerade genug, so hat es der Doktor ausgedrückt. Und da, wo dieser Knick war, das war kein Knorpel, das war Knochen. Das haben die Ärzte so noch nie erlebt. Yay. Und sie haben da von dem Knochen da was abgeschliffen. Oh, ich muss mal die Nase tupfen, kommt Blut raus. Sie haben dann da was abgeschliffen und den Teil, der dann über war, den haben sie quasi oben auf den Nasenrücken gesetzt, weil das da ein bisschen eingefallen war und ich hatte früher schon mal eine Nasen-OP und schon mal einen Nasenbruch. Wer hätte es gedacht? Und das haben sie da halt draufgesetzt. Da wiederum war eine Art Zyste, war aber keine richtige Zyste. Und die haben sie aufgeschnitten. Und da kam eine eitrige Flüssigkeit raus, was aber kein Eiter war. Sie gehen davon aus, dass das zersetzter, aufgelöster Knorpel war. Auch das haben sie noch nie erlebt. Also super. 2 Sachen, die sie noch nie erlebt haben. Aber sie sind sehr zufrieden. Die Nase soll minimal schief sein, liegt wohl aber auch daran, beziehungsweise das ist nicht schlimm, weil die Nase sowieso nicht gerade irgendwie über meinem Mund hier in der Mitte sitzt. Und hätten sie das jetzt anders gemacht, dann wäre sie andersrum schief, also drauf geschissen. Demnach lassen wir uns überraschen, wenn irgendwann dieser Nasengips ab kann. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber die Ärzte sind zufrieden. Also bin ich auch zufrieden. Ich fühle mich auch relativ fit. Stehe zwar noch unter Schmerzmitteln, habe ein bisschen Kopfschmerzen, bin ein bisschen gaga am Kopf, aber es ist wahrscheinlich auch einfach die Müdigkeit und die Strapazen der OP. Und ein bisschen Wortfindungsstörung habe ich auch, aber ich habe es hier irgendwie ganz gut hingekriegt. Ja, gucken wir, wie die erste Nacht wird. Angeschwollen, groß ist auch noch nicht viel, ich kühl gut. Über Nacht wird das nicht so klappen. Hoffen wir, dass ich morgen nicht grün und blau bin. Also, bis dann. Hey, ich bin auf dem Weg nach Hause und ziemlich nasal. Aber cool, nach einem Tag ist die Sache erledigt. Jetzt darf ich mich ausruhen. Ich habe auch keine großen Schmerzen. Boah, die passt alles. Hoffentlich bleibt das so. Yay! Ein Tag zu Hause. Wie war die Nacht? Die Nacht war okay. Ich konnte einigermaßen gut schlafen. Ich habe die Nacht auf dem Sofa verbracht, damit meine Frau hier nicht voll schnarcht. Der Abend war nicht so toll, der Morgen war nicht so toll, das Ibuprofen hat mich angeschlagen. Heute Morgen wurde es dann aber besser, nachdem ich die nächste Tablette eingeschmissen habe. Beim Arzt war ich auch. Der ist zufrieden. Ich bin jetzt eine Woche lang krankgeschrieben. 2 Tage sind natürlich schon um. Der OP-Tag und der gestrige Tag zählen natürlich mit. In 5 Tagen habe ich dann also nochmal Termin beim HNO und im Krankenhaus. Da entscheidet sich dann, wie es weitergeht. Es soll jetzt relativ schnell aufwärts gehen. Die Schmerzen sollen nicht mehr so doll sein. Ich hoffe, das ist auch so, weil cool ist es nicht. Ist aber alles in Ordnung. Den Umständen entsprechend geht es mir gut. Ein bisschen Farbe unter den Augen habe ich auch bekommen. Aber auch das hält sich in Grenzen. Zum Glück. Dann bis später. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das Teil auf der Nase, das nervt. Es nervt einfach nur. Ich sehe das die ganze Zeit und ich denke, ich habe eine Brille auf und ich will die ganze Zeit abnehmen, aber es geht nicht. Ich weiß, es ist zu meinem Schutz da. Und ein paar Tage muss ich auch noch durchhalten damit, aber ich kann mir die Haare nicht vernünftig waschen. Ich kann nicht vernünftig Zähne putzen, weil das Ding immer im Weg ist. Die Schmerzen gehen eigentlich vollkommen in Ordnung schon. Es ist nur morgens immer ziemlich kacke, weil es ist dann durch die Mundatmung immer alles angeschwollen. Und es kribbelt dann total komisch. Es ist gar nicht zu beschreiben. Und es dauert dann, bis das Ibo wirkt. Ich muss nicht mehr so viel Ibo nehmen, aber es ist eigentlich doof, dass ich überhaupt noch welches brauche. Aber ne, egal. Ich will nicht mehr. Ich kann es echt keinem empfehlen. Das Ding muss ab. Ist einfach so. So, das sieht doch schon besser aus. Wenig Blut nur noch. Nicht mehr so viel Schmerzen. Noch ziemlich berührungsempfindlich, aber das geht.
Jetzt geht's zum Krankenhaus und dann wird endlich alles gezogen. Die Fäden, die Röhrchen, der Nasengips geht ab. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, coole Transition jetzt. Yay, da ist sie. Au. Oh, ich darf nicht lachen, da tut's weh. Krass, oder? Total gerade. Richtig gut. Ich habe noch nie so eine gerade Nase gehabt. Obwohl das gar nicht das Ziel war unbedingt. Also schon irgendwie, aber das Hauptziel war, wieder Luft zu kriegen. Und ich muss sagen, ich kriege richtig krass Luft. Also ich kann richtig komplett bis tief in die Lunge durchatmen. Nur über die Nase konnte ich noch nie. In meinen 41 Jahren war das noch nie möglich. Man sieht, die Nase ist noch ziemlich geschwollen und da sind noch ein paar blaue Striche drauf und hier oben ist es sogar noch blau. Es ist auch super berührungsempfindlich, aber es ist allemal besser als jetzt vorher. Das Ziehen der Splinte, das war nicht so geil. Das war schon, ich sag mal, eine Hausnummer. Die war wahrscheinlich so lang. Und es war halt unangenehm, wie die rauskamen. Ne? Aber noch schlimmer war das Fädenziehen. Das hat echt geziebt und wehgetan, aber es ist alles aushaltbar. Also keine Sorge. Nasengips abmachen war auch in Ordnung. Das war halt super doll festgeklebt. Dadurch ging das echt schwer ab. Und gerade weil das hier oben noch so berührungsempfindlich ist, hat das auch ein bisschen wehgetan und ein bisschen geziebt. Aber kaum der Rede wert. Also ich bin super glücklich mit dem Ergebnis. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal die nächsten Wochen, wie das abheilt, wie das wird. Und dann gucken wir in 2 Wochen nochmal. Bis dann. Da bin ich wieder. Ja, 14 Tage später. Ich habe nur noch wenig Probleme. Ich bin total zufrieden. Ich muss die Nase natürlich noch ein bisschen pflegen. Mache immer Nasensalbe morgens rein. Muss noch Nasenspray benutzen. Aber ansonsten kaum noch Schmerzen. Es ist halt hier an der Nasenspitze und hier bis zur Narbe hin, ne? Also zwischen den Nasenlöchern, ist es, ich weiß gar nicht, wie ich es nenne, ich sag mal taub. Und das Gefühl soll auch noch eine Zeit lang bleiben. Aber eigentlich habe ich noch Glück, denn meine HNO-Ärztin hat gesagt, viele haben das auch noch, dass auch noch die Schneidezähne und im Zahnfleisch, dass alles taub ist. Das habe ich gar nicht. Demnach alles prima, wie gesagt. Also schauen wir einfach weiter, wie es weitergeht. Bis dann. Hi, willkommen zurück. Ja, meine Nase ist immer noch super. Sie wird auch immer besser. Es tut immer noch leicht weh hier an der Nasenspitze und da, wo die Narbe ist, ne, zwischen den Nasenlöchern. Aber es ist kaum der Rede wert. Es wird immer besser. Ich bin nach wie vor total zufrieden. Die Nase ist so gut wie gerade. Natürlich nicht perfekt gerade. Das ist aber auch nicht schlimm und das war auch nicht das Ziel der OP. Ich bekomme einfach richtig gut Luft dadurch und damit ist das Ziel für mich komplett erreicht worden. In der Nase selbst riecht es ein bisschen komisch. Das liegt aber daran, weil das da noch ein bisschen wund ist, also leicht blutig, auch wenn man das so nicht erkennen kann. Der Geruch ist halt ein bisschen eklig. Es wird es ein bisschen mit Gülle vergleichen. Also es ist wirklich ein bisschen eklig. Mit der Nasensalbe, die ich aber weiterhin nehmen muss, ist es alles in Ordnung und aushaltbar. Also gar kein Problem. Und ansonsten freue ich mich jetzt, dass ich Luft bekomme. Also, bis dann. Mach's gut. Ciao. Hier nun das Endergebnis im Vorher-Nachher-Vergleich. Man sieht definitiv, wie viel gerader die Nase jetzt ist. Ist schon krass, dass sowas geht. Was ich vorher gern gewusst hätte. Ich hätte gern den genauen Ablauf der OP gewusst und auch wie es danach abläuft. Ich habe mich also selbst belesen und mir das Ganze dann bei YouTube angeguckt. Im Krankenhaus wurde dazu leider nur sehr wenig erzählt. Wahrscheinlich hätte ich aber einfach nur nachfragen müssen. Was hat mich überrascht? Tatsächlich das Krankenhaus selbst. Sehr nettes Personal, entspannte Atmosphäre, kein Stress und vor allem war es nicht überfüllt. Das habe ich so noch nicht erlebt. Vielleicht hatte ich aber auch einfach Glück und war einfach zur richtigen Zeit da. Ich war übrigens im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Weitere Tipps? Ja, informiere dich am besten darüber, welches Krankenhaus auf Nasen-OPs spezialisiert ist und lese ein paar Google-Rezensionen, um eine möglichst gute Entscheidung treffen zu können. Wenn alles gut läuft, bist du nur eine Nacht im Krankenhaus. Total gut. Richtig gesund bist du nur zu Hause. Am Ende war ich insgesamt 3 Wochen krankgeschrieben. Ist ganz gut, wenn man die Kollegen vorher auf Arbeit darüber informiert. Mein Fazit. Ich kann so eine OP nur jedem empfehlen, auch wenn sich das zwischendurch mal anders angehört hat. Das war einfach ein schlechter Tag. Der Aspekt, endlich vernünftig durch die Nase atmen zu können, lässt die eine Woche Qualen schnell vergessen.
Mir geht es super und ich bin total glücklich. Ich hoffe, mein Video nimmt dir potenziell etwas die Angst, falls du auch eine Nasen-OP vor dir hast. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte alles. Alles Gute!